Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute geht es mal wieder um einen neuen Stürmer. Zusätzlich werden wir heute auch noch die Spielvorschau vor dem Spiel gegen Fürth machen, ja. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo, das würde mich riesig unterstützen. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Es werden nämlich wieder zwei neue Stürmer mit uns in Verbindung gebracht. Einmal ein allseits bekannter, über den wir bereits schon gesprochen haben, Florian Krüger, Magdeburger Jung, und noch ein anderer, über den ich vor allem heute den Fokus setzen möchte, denn das ist ein unglaublich interessanter Mann und ein unglaublich interessanter Name. Das hat nämlich einer unserer Insider Liga gepostet. Manchmal trifft er den Transfer gut, manchmal hat er auch komplett verkackt bis jetzt. Deswegen warten wir ab, was da genau dran ist. Ich kann aktuell noch nichts bestätigen, aber wenn es da wirklich das Interesse gibt, das wäre auch realistisch, wäre das für mich ein guter Deal, wenn er per Transfer kommt und nicht per Leihe. Und damit starten wir direkt rein. Let's go! So, Paris Brunner wird mit uns in Verbindung gebracht. Das Bild poste ich jetzt auch hier sehr wahrscheinlich rein. 1,5 Millionen ist er wert. Passt natürlich vom Marktwert her, spielt bei AS Monaco, hat auch schon ein Spiel für die erste Mannschaft gemacht. 6% Minuten ist er da gegangen, wurde auch mit Paderborn und Düsseldorf in Verbindung gebracht und jetzt scheinbar mit dem FCM. Man will ihn scheinbar nochmal verleihen. Ich persönlich würde es sehr, sehr begrüßen, wenn man ihn kauft, weil er noch so jung ist, und wenn er in der zweiten Bundesliga 15 Scorer macht, ist er auf einmal 8 Millionen wert und wechselt für 10 Millionen in die Bundesliga oder so. Deswegen wäre ich hier für definitiv einen Transfer. Seine Statistiken diese Saison sehen natürlich noch nicht so gut aus. Wir gucken deswegen auch direkt mal in die von letzter rein. Er hat natürlich mit der U17 die EM und WM gewonnen. So ist der Standpunkt. Ein erfolgreicher Spieler damit, auch in jungen Jahren. In den Abstiegsplayoffs hat er getroffen. Zudem hat er, wie gesagt, vor allem in letzter Zeit dann seine Minuten gesammelt. Und im Endeffekt ist er immer von Minuten her besser geworden, hatte dann noch eine Verletzung, die ihn dann rausgehauen hat, hatte grundsätzlich dann viel Pech irgendwann, aber dann, wie gesagt, zum Schluss immer mehr gegangen, immer länger gespielt. Ja, mal schauen, was da kommt. Ich bin sehr, sehr interessiert an dem Paris Brunner, der, wie gesagt, mit 19 noch ein großes Talent ist, ein großes deutsches Talent ist, aktueller Nationalspieler Deutschland U20, ja. Das sind schon Spieler, die grundsätzlich immer interessant sind, auf jeden Fall. Bevor wir aber über Florian Krüger reden, möchte ich gerne nochmal ein bisschen euch die Highlights von Paris Brunner, wo er 17 war, möchte ich gerne erinnern, zeigen. Denn da hat er schon gewisse Qualität gezeigt. Und ja, die brauchen wir, glaube ich, hier. Erstmal wunderschön gemacht. Das ist halt dieses Einfache, was aber nicht jeder kann. Und dann muss man jetzt natürlich noch am Spieler vorbeikommen. 2 lockere Haken, dann kommt er vorbei. Wie gesagt, das ist halt noch alles kein Herrenniveau. Das musst du halt im Herrenniveau auch so beweisen. Aber von den Dribblings her sieht das schon gut aus. Und wie gesagt, sorry für die Qualität, aber das ist halt so in den Ligen, wo es ein bisschen schwierig ist, diese gute Qualität zu finden. Auch hier wieder sehr, sehr locker gespielt. Jetzt gut den Ball erobert, gutes Dribbling da. Sieht ganz genau, wie er den Gegner austunneln muss. Sehr, sehr schnell. Genau das eigentlich, was der FCM sucht. Den Spieler, der die Räume sich selbst erarbeiten will. Problem an der ganzen Sache ist, wie gesagt, er hatte halt ein Disziplinarverfahren bei Dortmund, weil es mit der Disziplin scheinbar nicht so gestimmt hat. Aber auch da hatten wir bereits Spieler, die wirklich vielleicht ein bisschen anders gedacht haben, wie Barisch-artig, von der Art her. Das könnte eventuell passen. Und solche Spieler haben wir immer wieder aufgezogen. Hier sieht man schon zum Beispiel gefühlt gar nichts. Ist immer ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall war er, wie gesagt, einer der besten Spieler, wenn nicht sogar der Beste bei dieser EM, WM, auch hier ein wunderschönes Tor. Und das machst du halt auch im Herrenfußball, wenn du da stehst. So. Also es macht ja keinen Unterschied in dem Moment. Außer du bekommst vielleicht mehr Druck, aber ja. Ist ein richtig interessanter Spieler für mich, auch wie gesagt, einer der Spieler, der, glaube ich, Kars ersetzen könnte. Nicht direkt, das würde sich über Entwicklung erst ergeben, aber definitiv einen, der diese Räume auch sucht, und deswegen finde ich ihn so interessant dann auch in dem Moment. Und deswegen wäre das für mich eine richtig geile Option, wenn er wirklich kommen würde. Und wie gesagt, aber nur bitte als Transfer, weil dann kann man vielleicht daraus auch richtig, richtig gut wirtschaften. Und würde man damit vielleicht auch nochmal ein deutsches Talent mehr an die Nationalmannschaft ranbringen. Mal schauen, was da kommt. Aber dann
wollen wir natürlich auch nochmal zurückschauen zum FCM, denn der FCM wird auch mit einem zweiten Stürmer in Verbindung gebracht, das ist nämlich Florian Krüger, der jetzt scheinbar wieder ein bisschen heißer wird, das Gerücht. Ich bin persönlich kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist nochmal einmal natürlich hier das Ganze. Kars hat ja den Verein verlassen, ist ja bekannt. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist Krüger ein ähnlicher Spielertyp? Ich würde es grundsätzlich nicht verneinen, aber ich glaube nicht, dass er diese Qualität hat für die zweite Bundesliga, weil er hat, wie gesagt, grundsätzlich jetzt nicht die besten Leistungen gezeigt. Natürlich wäre es toll, eine tolle Geschichte, wenn man das schaffen könnte. In dieser Saison hat er noch gar nicht gespielt. Dritte Liga hat er, wie gesagt, letzte Saison halt 11 Score gemacht. Zudem auch gegen Braunschweig einmal getroffen. Man muss sich halt dann die Frage stellen, reicht es für ihn als Spieler in der zweiten Bundesliga? Aufgerechnet würde er jetzt natürlich auch die Hinrunde gegangen sein. Bei Saarbrücken wäre man natürlich so bei etwa 22 Score und das ist natürlich erstmal ein krasser Wert. Aber man weiß hier natürlich nicht, ob er das über die ganze Saison geleistet hätte. Deswegen ist es für mich ein großes Thema, ob man mit so einem Spieler gehen möchte. Wie gesagt, in der Saison davor auch keine große Rolle gespielt in der zweiten Bundesliga. Und deswegen schwierig. Bei Braunschweig, wie gesagt, halt nicht überzeugt. Hatte davor aber natürlich eine etwas größere Karriere. Hatte auch in der Eredivisie jetzt nicht unbedingt die schlechtesten Leistungen scheinbar gezeigt bei Groningen. Auch da haben wir den guten alten Mohamed El Kuriha. Es ist ein schwieriges Thema bei ihm, muss ich sagen. Bei unserer U17 hat er natürlich vollkommen überzeugt. Bei Aue hat er wahrscheinlich seine größte Phase in seiner Karriere gehabt. Im Endeffekt muss man dann aber auch sagen, er ist aber bei Beerschot gar kein Thema. Und das ist mein Punkt. 10 Millionen Kaderwert. Definitiv nicht so eine gute Liga wie wir. Und trotzdem spielt er hier scheinbar keine Rolle. Und die haben schon 3 Spiele gemacht und er hat scheinbar kein einziges davon bestritten. Deswegen für mich ein äußerst schwieriges Thema, ob er dann die sinnvolle Lösung ist für uns. Aber das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren beantworten, was ihr darüber denkt. Ist jedem überlassen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr supporten. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao Leute.